Johann Maximilian wurde offensichtlich adoptiert. Schön. Und wie heißt die Familie? Der Heimleiter hat sich geweigert, mir den Namen zu sagen. Ich habe ihm doch gleich gesagt, dass diese karitativen Einrichtungen nur auf Geld reagieren. Mit guten Worten kommt man da nicht weiter. Ich möchte auf keinen Fall in dieses Internat. Und morgen ist der Anmeldeschluss. Das war leider ziemlich dumm von dir. Weil wir schon entschieden hatten, dass du zu Hause bleiben kannst. Aber nach der Vorstellung. Ich will nicht, dass du nach Hamburg fährst. Aber warum sollte ich denn hier bleiben? Ich liebe dich. Du liebst mich? Ich hab dich von Anfang an geliebt. Ich konnte es mir nur nicht selbst eingestehen. Vermutlich hätte ich nie den Mut gehabt, es dir zu sagen. Aber als mir jetzt klar wurde, dass ich dich vielleicht nicht wiedersehe. Und mein Job in Hamburg. Soll ich den jetzt sausen lassen? Was ist, wenn dir plötzlich auffällt, dass ich doch nicht der Richtige bin? Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber dafür bin ich mir jetzt umso sicherer. Da geht's mir genauso. Ich hatte einfach Angst, wieder enttäuscht zu werden. Von mir? Das ist eine lange Geschichte. Vermutlich würdest du deinen Zug verpassen. Das macht nichts. Aber das könnt ihr nicht machen. Naja, vielleicht gibt's ja doch noch eine andere Lösung als ein Internat. Nein, auf gar keinen Fall. Aber warum denn nicht? Das Maß ist voll, Alexa. Wir werden beide deine Eskapaden nicht länger tolerieren. Deine Mutter hat recht. Das Internat ist für alle Beteiligten die beste Lösung. Ihr wollt mich doch bloß loswerden. Wundert dich das? Wegen dir ist Uli verhaftet worden. Aber ich habe das mit der Entführung doch nur gemacht, um hier bleiben zu können. Und wenn Alexa verspricht, in Zukunft kein Blödsinn mehr zu machen? Das verspreche ich. Und auch, dass ich total für die Schule pauke. Ach komm, wie oft hast du das schon versprochen? Aber diesmal meine ich es. Bitte. Alexa, du tust doch gerade so, als wollten wir dich abschieben. Die Internatsschule genießt einen ausgezeichneten Ruf. Und du bekommst deine erstklassige Ballettausbildung. Ich will nicht mehr tanzen. Ich möchte hier bleiben. Entschuldige. Das ist schon okay. Sag mal, wolltest du mir nicht irgendwas erzählen? Es gibt Situationen, die will man einfach nicht nochmal erleben. Verstehst du das? Und weiter? Warum hast du denn so lange gebraucht, um dir über uns klar zu werden? Wegen dieser besonderen Situation. Welcher? Vor einiger Zeit, da gab es mal jemanden. Unsere Beziehung hat kein schönes Ende gefunden. Und jetzt hast du Angst, dass sich das Ganze wiederholen könnte. Was ist denn genau passiert? Ich könnte noch was trinken, du auch? Also wenn du mich irgendwie daran hindern willst, den Nachtzug nach Hamburg zu nehmen, dann musst du schon ein bisschen konkreter werden. Reicht nicht, dass ich dich liebe? Du musst mir vertrauen. Guten Tag, Frau von Anstetten. Ob das ein guter Tag ist, hängt davon ab, was Sie mir zu berichten haben. Ihr Mann. Ex-Mann. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Entschuldigung. Jedenfalls, seit der Kaufmann erfahren hat, dass sein Sohn angeblich gestorben ist, war er nicht mehr in der Agentur. Die Nachricht hat ihn sehr mitgenommen. Das ist gut. Tut Ihnen doch nicht leid. Mir tut er leid. Wenn ich mir vorstelle, was ihm noch alles bevorsteht. Aber dazu muss ich erst mal seinen Sohn finden. Ist es Ihnen inzwischen gelungen, ein Treffen mit dem Heimleiter zu arrangieren?
Herr Furtwängler arbeitet erst seit heute wieder. Er war zur Kur. Ein kranker Beamter, enttäuscht vom Leben. Er weiß bestimmt eine kleine Aufmerksamkeit zu schätzen. Ich verstehe nicht ganz. Dafür bezahle ich Sie auch nicht. Sorgen Sie einfach für ein Zusammentreffen. Ja, ich werde ihn gleich nach der Mittagspause anrufen. Das wird ein Spaß. Erst trauert Peter Kaufmann um seinen verstorbenen Sohn. Dann lernt er ihn kennen. Und dann muss er feststellen, dass der ihn hasst. Das war bestimmt nicht einfach für dich, oder? Aber mit Sebastian, ich dachte, wir können das zusammen schaffen. Ich habe mich getäuscht. Ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen. Kann es nicht einfach nur sein, dass er mit deiner Krankheit nicht umgehen konnte? Natürlich war es nicht leicht für ihn. Ich war auch nicht sonderlich überrascht, als er sich von mir trennte. Aber? Statt aus meinem Leben zu verschwinden, haben er und meine Schwester Isabel! Was ist denn jetzt schon wieder los? Sie liebt mich. Aha. Hey, wir haben nicht viel Zeit. Tom und Uli bringen gerade deine Eltern ins Hotel. Komm rein. Es tut mir leid, wie alles gelaufen ist. Du kannst doch nichts dafür, dass meine Eltern die Bullen eingeschaltet haben. Meine Eltern haben sich eben Sorgen gemacht. Von wegen. Wenn ihnen wirklich was an mir liegen würde, dann hätten sie den Mund gehalten. Aber so war es ihnen vollkommen egal, ob den Führer mir was antun. Hey, das ist Quatsch. Und das weißt du auch. Wenn ich ihnen wirklich so wichtig bin, warum schicken sie mich dann weg? Auf die Dauer bist du eben manchmal ein bisschen anstrengend. Weil sie ihre Ruhe haben wollen, schicken sie mich in diesen Ballettbunker. Tolle Eltern. Vielleicht ist es da ja gar nicht so schlimm. Das ist wie ein Knast. Du kommst nicht mehr raus. Schlimmer als zu Hause. Woher weißt du das? Warst du schon mal da? Ich habe die Broschüren gelesen. Junge Menschen brauchen eine starke Hand, Strenge und Disziplin. Das klingt natürlich bitter. Aber weißt du was? Ich besuche dich da und dann zeigen wir denen, wohin sie sich ihre Methoden stecken können. Du kommst da nicht mal rein. Doch, ich gebe mich als Schüler aus. Das ist eine reine Mädchenschule. Ja, dann eben als dein Bruder oder... Naja, irgendwas wird mir schon einfallen. Mir auch. Und dann kann mir dieses Internat gestohlen bleiben. Also raus mit der Sprache. Was bedrückt dich? Ich hätte mich damals von Clarissa einfach nicht erpressen lassen dürfen. Ingrid wäre sicherlich noch am Leben und unser Sohn auch. Peter, ist doch abwegig. Schon wieder Feierabend oder ist unsere Agentur pleite? Na, ich glaube, ich verstehe. Du hältst dich bewusst aus allem raus, damit du keine Fehler machst. Erinnerst du dich an Ingrid Bohn? Du meinst Ingrid Bohn? Ich hätte dich damals zum Teufel jagen sollen. Warum gräbst du diese alte Geschichte wieder aus? Ingrid war schwanger von mir. Ach so, und jetzt kommt das gute Kind und will Bares. Du denkst wohl immer nur ans Geld. Genau wie du. Mein Sohn, Johann Maximilian, ist tot. Kein Geld dieser Welt kann ihn wieder lebendig machen. Das ist ja schrecklich. Mein herzliches Beileid. Kann ich darauf verzichten? Spar dir dein falsches Mitleid. Ja, dann gehe ich wohl besser. Wenn ich irgendetwas tun kann, bitte lass es mich wissen. Guck nicht so. Du bist selbst schuld. Ich bin ein Opfer der Umstände. Vergiss die Gesellschaft nicht. Bitte, Tom, du musst mir helfen. Ich will nicht auf dieses Internat. Ich wollte auch nicht verhaftet werden. Es tut mir schrecklich leid. Aber hast du noch nie was Ungewöhnliches gemacht, um ans Ziel zu kommen? Naja, mein Vater hatte mir mal verboten, bei meiner Tante zu jobben. Ich hab's trotzdem gemacht und musste mir dann 1000 Ausreden einfallen lassen. Siehst du, so geht's mir doch auch. Nur, dass bei dir der Zug abgefahren ist, Alexa. Aber die stecken meine Füße so lange in Ballettschuhe, bis sie bluten. Ja klar, und wenn du schlechte Noten schreibst, dann sperren sie dich bei Wasser und Brot im Keller ein. Ich will aber nicht mehr tanzen.
Bitte, Uli, hilf du mir wenigstens. Versuch gar nicht erst, Uli und mich gegeneinander auszuspielen. Das klappt eh nicht. Genau. Dann eben nicht. Sag mal, könnte ich die beiden Taschen noch bei dir einstellen? Mhm, klar, kein Problem. Und Nina, könnte ich dich auch noch kurz was fragen? Ich dachte schon, du fragst mich nie. Sag mal, solltest du nicht schon im Zug nach Hamburg unterwegs sein? Ja, aber Frau Menge weiß, dass ich später komme. Du fährst also auf jeden Fall? Ja, was würdest du denn an meiner Stelle tun? Ich denke, Isabel liebt dich. Ja, und gleichzeitig hat sie Angst, mir zu vertrauen. Weil sie schlechte Erfahrungen mit ihrem ersten Freund gemacht hat. Also, Caroline hat da ein paar Andeutungen gemacht. Caroline hatte mal was mit diesem Sebastian, nachdem er mit Isabel Schluss gemacht hat. Ja, das war wahrscheinlich ziemlich hart für Isabel. Und trotzdem zögerst du noch? Demnach ist ja Isabel dir völlig egal. Nein, das ist sie überhaupt nicht. Ja, dann mach was draus. Alexa? Damit du im Internat wenigstens anständige Musik hast. Eigentlich wollte ich dir ja böse sein. Aber du bist so süß. Hey, cool. Wann holen dich deine Eltern ab? Gar nicht. Ja, die kommen heute Abend irgendwann. Aber dann bin ich nicht mehr da. Wie jetzt? Ich hau ab. Nach Mallorca. Du spinnst! Die spinnen, wenn sie meinen, dass sie mich einsperren können. Und was willst du da machen? Ich meine, du musst ja von irgendwas leben. Kein Problem. Ich habe im letzten Sommer einen total süßen Eisverkäufer kennengelernt. Und der hat gesagt, wenn ich mal aussteigen will, kann ich zu ihm kommen. Und du glaubst, das Angebot steht noch? Na klar, Eis wird doch immer gegessen. Trotzdem ist es eine Nein! Jetzt versuch nicht, mich umzustimmen. Meine Familie will mich loswerden und das können sie haben. Trotzdem ist es eine bescheuerte Idee, in Mallorca als Eisverkäuferin zu arbeiten. Ansichtssache. Und wie willst du da hinkommen? Wie wohl? Mit dem Auto. Du willst die Karre von einem Alten krallen? Quatsch, ich trampe. Was? Jetzt sag bloß nicht Kind, das ist aber zu gefährlich. Ist es aber. Da musst du wohl auf mich aufpassen. Mir gefällt sie aber eigentlich ganz gut. Schade. Wir hatten bestimmt viel Spaß gehabt. Aber so fahre ich eben allein. Kommen Sie, meine Liebe. 10 Minuten Pause. Etwas zu trinken? Nein, danke schön. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ja, finden Sie. Ja, mein zukünftiger Ex-Mann würde am liebsten vor lauter Verzweiflung von der nächsten Rheinbrücke springen. Ja, mit Charlie. Dabei steht er schwarz so ganz und gar nicht. Sie sehen so blass aus. Vielleicht doch etwas zu trinken? Nein, danke. Zu Ihrer Beruhigung. Peter Kaufmann würde leider nie so weit gehen. Was macht Sie da so sicher? Dann könnte er unsere Scheidung nicht mehr verzögern. Wie lange wollen Sie Herrn Kaufmann noch im Glauben lassen, sein Sohn wäre tot? Das hängt ganz davon ab, wann ich endlich diesen Heimleiter sprechen kann. Herr Furtwängler will Sie heute Abend aufsuchen. Schön. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis ich Johann Maximilian finde und ihm die Augen über seinen Vater öffnen kann. Sie haben doch nicht etwa Mitleid mit ihm? Also, um ganz ehrlich zu sein. Denken Sie an das Geld, das Sie von mir bekommen. Geld, das Sie brauchen, um Ihre Schulden zu bezahlen, das wollen Sie sich doch nicht entgehen lassen, oder? Also, dann sparen Sie sich Ihr Mitleid auf für Tiere oder irgend sowas zum Beispiel. Jeder bekommt, was er verdient. Und Peter Kaufmann hat es verdient, dass ich mich vor ihm um seinen Sohn kümmere. Eigentlich verstehe ich gar nicht, warum du dir Gedanken machst. Marc weiß jetzt alles über mich. Na, was Besseres konnte euch doch gar nicht passieren. Er wird dich verwöhnen, dich auf Händen tragen. Wenn er überhaupt noch was mit mir zu tun haben will. Aber eben hast du doch gesagt, er versteht dich. Trotzdem. Er war irgendwie so distanziert. Vermutlich wusste er gar nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Am liebsten hätte er dich bestimmt in den Arm genommen, aber er hat sich nicht getraut. Wenn ich ihm nur auf die Nerven gegangen bin? Also wenn er sich so schnell abschrecken lässt, dann vergiss ihn. Das kann ich aber nicht. Dann geh zu ihm und frag, was Sache ist. Nach der Blamage. Was hast du vor? Keine Ahnung. Wer
Raus, spazieren gehen. Auf keinen Fall Marc in die Arme laufen. Du bist dir also sicher, dass von Barcelona eine Fähre nach Mallorca fährt? Mein Eisverkäufer ist auch so auf die Insel gekommen. Erst hat er sich an die A3 gestellt. Und dann hat ihn ein Eisauto mitgenommen. Einen Lastwagen mit Eismaschinen. Oder so. Sag mal, wie willst du die Überfahrt eigentlich bezahlen? Schon mal was von blinden Passagieren gehört? Sind es nicht die, die über Bord geworfen werden, falls sie auffliegen? Mich erwischen sie aber nicht. Weißt du, Alexa, das hast du bei deiner genialen Entführungsgeschichte auch gesagt. Hast du eine bessere Idee? Ja, du musst die Überfahrt abarbeiten. Als Kellnerin. Oder als Schiffsmädchen. Gute Idee. Und ruf dann Eismann an. Vielleicht verkauft er jetzt in Teneriffa Pizza mit einer süßen Italienerin. Entspann dich, es wird schon alles gut gehen. Deine Ruhe möchte ich haben. Mein Angebot steht noch. Pack deinen Kram und komm mit. Um am Strand als Eisverkäufer zu enden? Nee, danke. Kein Bedarf. Die brauchen aber bestimmt auch gute DJs. Ich würde ja gern. Aber so blöd's auch klingt, hier habe ich zum ersten Mal sowas wie ein Zuhause gefunden. Du bist in Ordnung. Du auch. Pass auf dich auf. Mach ich. Wenn meine Eltern Fragen stellen. Weiß ich von nichts. Und meld dich mal. Und du komm mich mal besuchen. Unter Garantie. Tschüss. Ciao. Mist. Guten Abend, Frau Gräfin. Guten Abend, Herr Furtwängler. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Aber wer könnte eine so charmante Einladung schon ausschlagen? Bitte. Herrliche Aussicht. Ein Glas Champagner? Nein, ich muss noch fahren. Selbst Probleme kommen einem aus so einer Perspektive unbedeutend vor. Womit wir beim Thema wären. Sie sind über mein spezielles Problem informiert? Nicht ganz. Nun, mir geht es darum, eine alte Geschichte zum Abschluss zu bringen. Erinnern Sie sich an Johann Maximilian Bohn? Aufgeweckter Junge. Ja, sein leiblicher Vater wusste nichts von seiner Existenz. Und jetzt, da Bescheid weiß, will er ihn kennenlernen. Der Gute war halt leider nicht mehr unter uns. Erst auf dem Sterbebett hat er erfahren, dass er einen Sohn hatte. Aber es reichte nur noch zu einer Testamentsänderung. Geld heilt alle Wunden. Besonders, wenn man Alleinerbe über ein kleines Vermögen ist. Aber dazu müsste ich Johann Maximilian erst mal ausfindig machen. Bitte sehr. Und dazu brauchen Sie den Namen seiner Adoptiveltern. Ich sehe, Sie verstehen mich. Und genau den darf ich Ihnen nicht preisgeben. Aber wie soll der Junge dann an sein Geld kommen? Das ist gar kein Problem. Sie nennen mir den Namen des Testamentsvollstreckers und ich leite die Sache dann für Sie ein. Sie sind wirklich ein sehr hilfsbereiter Mensch. Hilfsbereit und belesen. Ich habe in Kapitel 2 Ihrer Biografie gelesen, dass Sie in einer ähnlichen Sache schon mal... Was wollen Sie? Ich glaube, ich nehme jetzt doch ein Glas. Hier steckst du also. Steffi konnte mir nur sagen, dass du in den Rhein wolltest, aber wohin genau natürlich nicht. Jetzt weißt du es ja. Ja. Tja, dann. Das war's ja wohl. Viel Glück in Hamburg. Mist. Was denn? Ich habe meinen Zug schon wieder verpasst. Morgen fährt doch der nächste. Den kann man bestimmt aber irgendwie auch verpassen. Es könnte doch sein, dass ich hier auch was zu tun habe. Einen Auftrag? So kann man das auch nennen. Ich habe gehört, das Herz einer gewissen jungen Dame braucht Wärme und vor allem sehr viel Schutz. Vorausgesetzt, du willst mich überhaupt noch. Und ob ich dich will? Ich liebe dich. Ich dich auch.
Hallo. Ist Alexa fertig? Ich nehm's an. Und wo ist sie? Sie werden es mir kaum glauben, aber Ja, bestimmt hat sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und spielt die beleidigte Leberwurst. Holst du sie bitte? Na klar. Tja dann, gute Fahrt. Herr Toppe? Auch wenn Sie und Alexa uns einen ganz gewaltigen Schrecken angejagt haben. Wenn Sie Alexa in den Ferien besuchen wollen, Sie sind immer herzlich willkommen. Vielen Dank. Okay, dann bis irgendwann mal. Christian, wo ist sie? Sie hat ihre Sachen gepackt und ist abgehauen. Ich habe versucht, sie auszureden. Wo sie steckt, will ich wissen. Das kann ich nicht sagen. Ich hab's ihr versprochen. Dieses Kind bringt mich noch um. Ihr Versprechen in allen Ehren. Aber wenn Alexa was passiert? Deshalb will ich sie ja zurückholen. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Alexa will abhauen. Versuche sie zurückzuholen. Melde mich, Christian. Glaubst du mir jetzt? Okay, dann lag ich daneben, entschuldige. Aber jetzt sag uns endlich, was du weißt. Bitte. Schön haben Sie es hier. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ach, der Champagner ist ausgezeichnet. Wenn Sie wollen, können Sie den jetzt jeden Tag genießen. Wie ich höre, ist es um Ihre Gesundheit nicht zum Besten bestellt. Ja, die Jahre aufopferungsvoller Arbeit mit den Kindern haben ihre Spuren hinterlassen. Warum setzen Sie sich nicht zur Ruhe? Meine Pension würde dementsprechend gering ausfallen. Ach, ich wüsste doch schon eine Möglichkeit, sie anzuheben. Schnell und reichlich. Sie wollen mich kaufen. Nun, nichts ist umsonst und schon gar nicht Informationen. Sie sagen das Gnädigste. Den Namen der Adoptiveltern. Wissen Sie, ich mache mir eigentlich nicht so viel aus Geld. Aber Ihr Heim könnte sicher eine Finanzspritze gebrauchen. Verstehen Sie mich nicht? Oder wollen Sie mich nicht verstehen? Ist Ihnen eigentlich bewusst, welche Ausstrahlung Sie auf Männer ausüben? Ihre Erfahrung, Ihre Reife, Ihre ganze Art. Eine einzige Nacht mit Ihnen könnte mich dazu bringen, meine intimsten Geheimnisse preiszugeben. Wo soll's denn hingehen? Nach Mallorca oder Barcelona. Ich fahr dich hin, wo du hin willst. Auf so eine blöde Tour falle ich nicht rein. Schade, du versäumst was. Idiot!